Was machst du eigentlich mit solchen Bananen, die übrig geblieben sind? Die meisten würden das einfach wegwerfen. Ich zeige dir heute, wie du aus diesen 3 schwarzen Bananen ein bisschen Hefewasser bzw. Kefir und Sauerteigresten ein saftiges Bananenbrot machst. Und zwar ganz ohne Backpulver. Richtig lecker und gesund vor allem. Dafür werden die Bananen erst einmal zerkleinert und das genaue Rezept findest du wie immer unten in der Beschreibung und aber auch zum Schluss. Da pausiere einfach kurz das Video und dann kannst du dir einen Screenshot machen. Und wenn die Bananen zerkleinert sind, kommt noch mal eine ordentliche Prise Salz hinzu, ebenso wie noch ein bisschen Honig. Alternativ könnt ihr hier auch einen anderen Sirup verwenden, wenn ihr das Ganze vegan herstellen möchtet. So, auch das wird einmal kurz noch untergerührt. So haben wir nachher eine richtig schöne homogene Masse. Und ihr seht, mit dem Teigrührer klappt das ganz gut. Ihr könnt alternativ sogar einen Schneebesen verwenden. Dann wird es aber später ein bisschen schwieriger, wenn das Mehl hinzukommt. Dann nochmal fürs Aroma ein bisschen Vanilleextrakt. Das ist jetzt eines, das ich selber hergestellt habe. So, das mag einer Vanilleschote, würde sonst auch gehen. Und weil das ein wunderbares Restbrot heute wird, werden wir auch Sauerteigreste verwenden. Ich habe hier vom Auffrischen meines Vollkorn-Dinkel-Sauerteiges einfach noch so ein paar Reste. Die sind nicht mehr ganz so aktiv, aber für so ein Rezept einfach perfekt geeignet. Ansonsten könnt ihr da auch wunderbar Cracker und alles machen. Ich verlinke euch meine Playlist zur Resteverwertung auch nochmal zum Schluss am Ende des Videos, falls ihr hier nochmal ein paar Ideen und Anregungen benötigt. Ja, da muss auch wirklich alles dabei sein. So. Und den Rest von meinem Discardglas, das geht jetzt einfach wieder im Kühlschrank für das nächste Rezept. Und dann habe ich jetzt Dinkel gemahlen für ein Dinkel-Vollkornmehl. Ihr könnt selbstverständlich auch ein anderes Mehl verwenden oder auch helles Mehl nehmen. Ich wollte es wirklich schön gesund und sättigend machen. Es ist aber trotzdem sehr schnell leer gewesen. Da war wirklich, also ich kann es euch gar nicht sagen. Ich war so überrascht, dass es so gut ankam, aber es war unheimlich schnell weg. So, das Mehl, das reicht jetzt hier auch gerade aus. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Zimt. Der kommt auch noch mit hinzu. Dann wird das Ganze schon verrührt. So. Und jetzt fehlt uns ja noch irgendwie ein Backtriebmittel. Und normalerweise greifen die Leute dann gerne zu Backpulver hinzu. Hier auf meinem Kanal gibt es sowas nicht, sondern wir arbeiten mit sogenannten natürlichen Fermenten wie Hefewasser, Wasserkefir oder auch Sauerteig und Lievito Madre. Und deswegen werden wir neben dem Sauerteig-Discard hier auch nochmal natürliches Ferment nehmen. Ich habe jetzt hier Kefir genommen, alternativ zum Hefewasser, gebe das jetzt noch mit hinzu. Und natürlich mögen das viele, dass wenn sie Backpulver verwenden, dass sie das einfach reingeben und direkt backen können. Das mag zwar im ersten Moment sehr praktisch klingen, ist aber tatsächlich für die Gesundheit nicht ganz so gut, denn durch die langsame Fermentation habt ihr einfach ein gesünderes Endprodukt dann später. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Pflanzenmilch. Ihr könnt auch Kuhmilch hinzugeben, die ich jetzt verwende. So, das riecht so lecker. Es ist einfach schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Und wenn euch solche Sachen gefallen, solche Videos und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne kostenfrei meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und teilt die Videos, damit auch andere sehen, wie lecker und einfach man hier backen kann. So, jetzt habe ich noch ein bisschen helles Mehl dazugegeben und Pflanzenöl. Alternativ könnt ihr selbstverständlich auch Butter oder Margarine dazugeben. Aber ich fand das jetzt mit dem Öl ein bisschen schöner. So, und verrühre das jetzt. Und dadurch, dass ich vorher viele Zutaten immer schon ordentlich vermengt habe, entstehen hier auch gar keine Klümpchen. So. Oh, das alleine würde ja schon reichen als leckeres Bananenbrot. Ich habe mir aber gedacht, wir brauchen noch mal eben so eine frische Note. Und
Naja, zufällig hatte ich nicht nur Schokochunks noch übrig, die weg mussten. Nein, ich hatte auch noch eine Handvoll Himbeeren. Und diese Kombination Banane, Himbeere und die Schokostückchen, das müsst ihr ausprobieren. Also richtig lecker. Diese frische Säure von den Himbeeren war einfach perfekt. Wenn ihr getrocknete Früchte habt, müsste das genauso gut gehen. Ich habe jetzt hier frische genommen. Und das Ganze wird, nachdem es hier kurz durchgerührt wurde, einfach stehen gelassen. Ich decke das jetzt gleich noch mal eben ab. Einfach bei Zimmertemperatur. Und obwohl ich heute mal kein Glasgefäß benutze, könnt ihr gleich erkennen, wann es reif ist. So, und zwar jetzt. Schaut mal. Hier könnt ihr es erkennen. Richtig bubblig, möchte ich sagen. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Und dann habe ich hier zum Einfetten der Kastenform ein bisschen Ghee verwendet. Einige von euch wissen es, ich muss bei mir ein bisschen umstellen. Das heißt, ich werde weniger Butter verwenden, mehr Vollkorn machen. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oder falls ihr auch andere Rezeptwünsche habt, da freue ich mich immer riesig darüber. Ich habe jetzt vor Kurzem Ghee hergestellt, 2 große Weggläser voll. Die sind aber mittlerweile auch schon wieder leer, da muss ich mal wieder ran, weil das tatsächlich antientzündlicher ist und da muss ich jetzt ein bisschen mehr drauf achten. Aber das kriegen wir schon hin. So, hier jetzt ordentlich verstrichen. Das geht mit dem Pinsel, finde ich, am einfachsten. Ich kenne das noch von zu Hause, da hat man immer so 'n Küchenkrepp genommen und dann die Butter immer damit eingestrichen und dann hatte man immer diese Küchenkrepp-Reste an der Backform. Das fand ich immer fürchterlich schon als Kind. Deswegen da einfach den Pinsel nehmen. Dann könnt ihr das alles hier reingeben. Das ganze Equipment, was ich in dem Video nutze, steht mit bei den Zutaten. Also, da guckt einfach noch mal eben rein, falls euch das interessiert. Und falls ihr schnelle Antworten haben wollt, das heißt, euch brennt irgendwie was unter den Fingern, also unter den Fingernägeln, wie man so schön sagt, und ihr möchtet das wissen, dann guckt in die Beschreibung, da steht auch noch mal die Mitgliedschaft. Die ist monatlich kündbar und so habt ihr immer noch mal schnellere Antworten, vorab Videos und Rezepte und einen Blick hinter den Kulissen. So, nach dem Backen, ja, die Kerntemperatur sieht gut aus, das passt perfekt. Bei Gebäck bin ich da immer tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Manchmal ist es so, dass du richtig schön gebacken hast und dich auf etwas freust und dann irgendwie im Kern ist es dann doch noch mal ein bisschen teigig. Um dem vorzubeugen, nutze ich tatsächlich das Thermometer. Es ist aber auch kein Muss. Das ist einfach etwas, was ich gerne benutze. Und das ist auch kein Muss, geschmolzene Schokolade noch drüber zu geben. Aber ich habe ja zu Hause ein paar Naschkatzen und antientzündlich hin oder her. Manchmal möchte man auch ein bisschen sich was gönnen. Und jetzt haben wir ja auch noch ein paar Feiertage, die wir hier schön nutzen wollen. Also wird das Ganze hier mit ein bisschen Schokolade eingestrichen. So, und ich könnte mir jetzt vorstellen, als Topping auch gefriergetrocknete Himbeeren zu nehmen, aber ich wollte die gesündere Variante und habe hier Pekannüsse klein gehackt und die dann genommen. Und schaut mal, so lecker ist das geworden. Saftig, locker und einfach köstlich. Wie gesagt, die Schokolade oben ist optional. Bei uns kam das richtig gut an und ich bin schon gespannt, was ihr von diesem Bananenbrot haltet. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch Liebe und herzliche Grüße. Eure Emma.